Hallo, mein Name ist Amira El-Sayed und ich bin hier, um Black Lives Matter zu unterstützen. Mein voller arabischer Name und ägyptischer Name ist allerdings Amira Adel El-Sayed Mohammed Abdallah und ich bin trotzdem Innsbruckerin und trotzdem Tirolerin und das sollte kein Widerspruch sein. Und auch wenn es viele nicht glauben, wenn sie meinen Namen hören und einige nicht glauben wollen und insgesamt viel mehr mir unbekannte Menschen mich auf arabische Rezepte ansprechen oder die Kopftuchdebatte oder darauf, wie gut ich Deutsch spreche, gehöre ich dazu. Und auch wenn ich in Berlin von einem Telefonanbieter einfach abgelehnt wurde mit der Begründung, dass es an meinem arabischen Namen liegen würde und dazu aufgefordert wurde, mein Visum vorzulegen aus Österreich und 200 € extra zu zahlen, mehr als alle anderen, da es der Sicherheit dienen würde. Was nicht schon alles im Namen der Sicherheit getan und gesagt wurde. Und auch wenn es viele gibt, die das scheinbar nicht glauben oder anerkennen wollen, dass ich genauso Österreicherin bin wie sie und dass man vom Namen oder Aussehen nicht gleich auf Herkunft und Zugehörigkeitsgefühl eines Menschen schließen kann. Als Kind einer gemischten Ehe habe ich früh bemerkt, wie sich Rassismus äußert. Ich habe Vorurteile und Rassismus im Kleinen sowie im Großen bemerkt. Mein lieber Freund Seko Suleiman Silla wurde von Neonazis in der Ukraine mehrfach angeschossen, weil er schwarz ist. Scheiße! Kollegen meines Vaters bekamen Wohnungen in Innsbruck nicht zur Miete. Für meinen Vater gehören rassistische Meldungen zum Alltag. Es geht uns heute um ganz offensichtliche Diskriminierung. Wir sind heute hier versammelt, weil uns das Gefühl nicht loslässt, das man bekommt, wenn man einem Polizisten dabei zusehen muss, wie er einem Mann 9 Minuten lang auf den Hals tritt, während dieser um sein Leben bettelt, ihn tötet, weil er eine andere Hautfarbe hat. Wir sind heute hier versammelt, weil uns das Gefühl nicht loslässt, dass das, was in Minneapolis passiert ist, in ähnlicher Form auch hier passieren könnte, ja im Fall Omofuma ja bereits geschehen ist. Wir sind hier, weil uns dieses Video neuerlich vergegenwärtigt hat, dass Menschen wie dieser Polizist sich auf das Unmenschlichste reduzieren, wenn sie denken, dass Menschenleben unterschiedlichen Wert haben. Wir sind hier, weil wir wütend sind darüber, dass grundlegende Werte und Rechte immer noch und immer wieder missachtet werden. Wir sind hier, weil uns klar ist, dass man gemeinsam aufstehen muss, um gegen jede anzutreten, die ihr Selbstverständnis aus der Unterdrückung anderer ziehen. Ja! Weil gerade diejenigen, die diese Möglichkeit haben, von ihrem Recht Gebrauch machen müssen, um denjenigen Gehör zu verschaffen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Namens, ihrer Herkunft, ihrer Sexualität oder ihres Genders wegen unterdrückt und verfolgt werden. Wir sind heute hier versammelt, weil rassistisches Gedankengut auch hier in Europa und auch hier in diesem Land grassiert. Ja! Weil ein solches Gedankengut den sozialen Frieden und die Rechtsstaatlichkeit gefährdet. Weil wir keine Spaltung der Gesellschaft wollen. Wir sagen, dass stumme Empörung gegen Rassismus nicht gehört wird und dass unsere Stimmen zählen. Ja! Wir sagen auch, denkt nach, bevor ihr handelt. Denkt nach über den wirklichen Grund eurer Frustrationen. Es sind nicht die Armen, die diese Welt ins Chaos zu stürzen drohen. Es sind nicht die fremden Ethnien, die unsere wirtschaftliche Stabilität gefährden, sondern Habgier und Gewinnorientierung der Reichen. Ja! Wir fordern Gerechtigkeit
Gerechtigkeit für George Floyd und Gerechtigkeit für all diejenigen, die ein politisches System seit jeher entrechtet hat. Wir fordern ein Ende neokolonialen Denkens und oligarchischer Überheblichkeit. Ja! Wir als Teil der Zivilgesellschaft aller Länder rufen, lasst uns die Menschenrechte verteidigen, lasst uns Rassismus bekämpfen, wo immer wir ihm begegnen. Und in diesem Sinne, Alerta, Alerta! Antifascista!